Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem hoffentlich für euch interessanten Thema. Und zwar, was kommt als nächstes? Haben wir jetzt als nächstes in unserer Flive Universe Karriere den FEC-Server, FEC-Server Nummer 2, oder wartet schon das nächste große Update auf uns? All das besprechen wir jetzt in diesem Video, verschiedene Szenarien. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie sich das Ganze ausspielen kann. Ich habe mir jetzt mal 4 Szenarien rausgepickt, von denen ich ausgehe, diese 4 könnten tatsächlich eintreten oder eins dieser 4 wird garantiert eintreten. Kann natürlich komplett daneben liegen, es sind alles nur Spekulationen, also das hier basiert jetzt alles leider nur auf meinen persönlichen Hoffnungen und Träumen oder eben auch Befürchtungen und was ich einfach denke, was passieren wird. Also nichts hiervon sind offizielle Informationen, sondern wir wollen einfach nur mal gucken, was so passiert und warum das Ganze. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, jetzt gerade oder generell schon seit vielleicht ein paar Wochen ist so ein bisschen die Luft raus. New Horizon liegt mittlerweile schon 5 Monate in der Vergangenheit. Ich weiß, es ist crazy, dass das schon 5 Monate her ist, aber ja, so ist es einfach. Und so langsam fangen Leute wieder an zu fragen, naja, was kommt jetzt als nächstes? So ist ein bisschen langweilig, man macht wieder jeden Tag das Gleiche. Es hat sich wieder diese festgefahrene Routine, oder diese Routine hat wieder eingesetzt. Ja, du machst jeden Tag das Gleiche, whatever. Was bei vielleicht früher oder später immer passiert, ich meine, es führt nicht wirklich einen Weg dran vorbei, also außer man macht also man macht absichtlich andauernd was anderes, nur um aus dieser Routine rauszubrechen. Aber in der Regel basiert diese Routine ja darauf, dass es einfach Sinn ergibt, was man macht, aber darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Jedenfalls, ja, wollen wir uns jetzt mal diese verschiedenen Szenarien angucken und was könnte passieren mit Flive Universe in unserer nahen Zukunft. Und dann sind wir auch schon bei Szenario 1. Szenario 1 ist FEC-Update oder FEC und Update. Und zwar in der folgenden Konstellation. FEC-Server wie letztes Jahr, Mitte bis Ende Mai, 18.05. habe ich jetzt einfach mal festgelegt hier wieder. Und Update würde aber erst nach dem FEC-Server kommen. Warum? Ein Update während dem FEC-Server wäre erstens unfair gegenüber den normalen Servern, die ja weiterhin aktiv sind in der Zeit. Das scheinen manche Leute immer so ein bisschen zu vergessen, so, dass die normalen Server ja auch weiter existieren. Und ja, warum einfach? Ich denke halt, also es gibt jetzt natürlich auch wieder da verschiedene Szenarien. Man könnte zum Beispiel ein Szenario bauen. Oh, das war knapp, nicer Portbug. Man könnte zum Beispiel ein Szenario bauen, wo man sagt, ja gut, FEC bekommt das Update einfach nicht. Man lässt den FEC einfach weiterlaufen ohne das Update und die kommen dann danach erst auf den normalen Server, wo das Update läuft. Wie gesagt, es gibt unfassbar viele Szenarien, die man jetzt hier bauen kann. Da ich mir selber schon darüber ein bisschen Gedanken gemacht habe, gerade eben, ja, weiß ich das selber. Aber meine persönliche Prediction für Szenario 1 ist einfach FEC-Server 18.05. Und weil eben FEC-Server läuft und weil viele Leute das als unfair achten würden, so oder so, in welcher Konstellation auch immer, dass während dem FEC-Server ein Update einfach kommt, sagt Gala, nein, kein Update während FEC, kein richtiges großes Update während FEC. Wir lassen den FEC-Server erstmal ausspielen und machen dann gegen Ende des FEC-Servers, also spätestens gegen September dann, eben das nächste große Update. Also FEC-Server endet, 2 Wochen Setting-Phase und dann boom, Update oder irgendwie so. Das wäre Szenario 1. Halte ich persönlich tatsächlich für nicht sehr wahrscheinlich, dass das eintritt. Also von den 4, die ich jetzt präsentiere, ist das maximal Platz 2 oder 3 würde ich sagen, was die Wahrscheinlichkeit angeht, dass es tatsächlich eintrifft. Sagen wir vielleicht 25% Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu Szenario 2. Szenario 2 wäre, Update kommt vor FEC. Das heißt, wir kriegen jetzt den nächsten Update, irgendwann zwischen Ende Mai und Anfang Juli. Warum Ende Mai bis Anfang Juli? Weil das dieser typische 6 bis 8 Monat Update-Zyklus wäre, den wir bei Flive Universe bisher hatten. In Flive Universe haben wir seit Release alle 6 bis 8 Monate ein neues Update gesehen, also ein neues großes Update. Und das heißt, mehr als 8 Monate mussten wir noch nie warten. 8 Monate wäre eben Anfang Juli. Und ja, da würde ich sagen, wäre es halt nicht schlecht, wenn sie sich da auch daran halten, also wenn es nicht mehr als 8 Monate werden. Das wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. Und warum ich denke, dass das tatsächlich das das wahrscheinlichste Szenario ist von den 4, die ich euch heute präsentiere, ist einfach, weil es Sinn ergibt. Momentan sind die Leute viele Leute extrem gelaucht, wie gesagt. Man hat nicht so viel Lust. Und man muss sich zurückerinnern, Reborn kam letztes Jahr im März und 2 Monate später kam FEC. Das heißt, die haben das
Also, was heißt, die haben das geplant? Also, natürlich haben die das geplant. Ich meine, du startest ja nicht 2 Monate, nachdem du ein Update rausgehauen hast, plötzlich 'n FEC-Server aus einer Laune heraus. Ich meine, das wurde ja alles monatelang wahrscheinlich geplant und vorbereitet und pipapo. Also, du machst das ja nicht einfach so random. Und damals hatten sie es auch so gemacht. Update, 2 Monate später FEC. Und deswegen ist meine Prediction hier, Update, wie gesagt, jetzt Ende Mai bis Anfang Juli, irgendwo in diesen 6 bis 8 Monaten nach New Horizon. Ich lasse Kaigas Assault und das Housing-Update, by the way, absichtlich außen vor. Für mich ist das immer noch Teil von New Horizon gewesen oder einfach so ein Mini-Update, was man ein bisschen ignorieren kann, weil es hat einfach gameplay-technisch kaum Auswirkungen gehabt. Ja, du hast die NPCs natürlich und so, sind aber basically eigentlich einfach nur Power-Ups. Ich meine, die Gegner-NPCs und die Person-NPCs, ganz ehrlich, das sind einfach nur Power-Ups. Also ist nichts Weltbewegendes. Das Housing-System generell kann man eigentlich komplett ignorieren, abgesehen von den NPCs. Und Kaigas Assault ist einfach ein neuer PvP-Modus. Auch den kann man theoretisch einfach ignorieren, wenn man will. Kann man auch sagen, spielt einfach keine wirkliche Rolle. Jeden Battle, genau das gleiche, spielt eigentlich keine wirkliche Rolle und so weiter und so fort. Also das war jetzt einfach kein gigantisches Update, deswegen lasse ich das absichtlich, wie gesagt, außen vor. Ob Gala das jetzt als richtiges Update zählt oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe nicht. Weil das würde nämlich bedeuten, nächstes Update könnte sich noch bis sehr spät dieses Jahr ziehen. Und ja, ist aber egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, Update jetzt demnächst, Anfang im Sommer, basically. Anfang bis Mitte Sommer. Und FEC-Server würde dann halt frühestens im September wieder kommen. Wie gesagt, wenn Anfang Juli das Update kommen würde, hätten wir den kompletten Juli und August erstmal 2 Monate ein bisschen chillen mit dem Update und frühestens dann in FEC-Server, wo sich das Update schon ein bisschen auch wieder gesetzt hat. Außerdem würde es natürlich auch dafür sorgen, dass man die beiden Hype-Punkte, weil die einzigen Hype-Punkte, die wir bei Flive Universe nach Release hatten, waren neue Updates und FEC-Server. Und das wiederum bedeutet schlichtweg, naja, du würdest diese beiden Hype-Punkte eigentlich nicht direkt nebeneinander oder aufeinander platzieren, sondern sie eher strategischer verteilen, das heißt ein bisschen auseinanderziehen. Und ich sag mal, 2 Monate ist ja das absolute Minimum eigentlich, dass du davon zehrst, von diesem Hype. Also, dass du sagst, okay, neues Update, das sollte für mindestens 2 Monate reichen. Und dann, wenn langsam der Hype von dem Update wieder abnimmt oder wenn das Update halt nicht mehr neu ist, dann boom, knallst du den Spielern wieder einen FEC-Server in die Fresse. Der hält auch wieder 1, 2 Monate mindestens an. Und dann hast du schon wieder 4 Monate, wo es gut lief. Dann kannst du es wieder ein bisschen setzen lassen, wo du das nächste Update vorbereitest und so weiter und so fort. Also, ich denke mal, ist ganz klar, so wie sie es im Endeffekt letztes Jahr gemacht haben. Und es hat ja eigentlich auch mehr oder weniger gut funktioniert, sagen wir es mal so. Und genau, deswegen halte ich auch das für das wahrscheinlichste Szenario, weil es im Endeffekt das Gleiche ist, was sie letztes Jahr gemacht haben. Und ja, warum never change a running system? Ob man Flive Universe das als Running System bezeichnen kann oder nicht, sei auch mal wieder dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten. Und ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft in Prozent, ich würde sagen 65%. Dann haben wir noch Szenario 3. Szenario 3 wäre das gleiche wie Szenario 2. Update jetzt halt einfach bis Anfang Juli sowas, also jetzt demnächst einfach. Und einfach gar kein FEC-Server. Kein FEC-Server. Das heißt, wir lassen FEC-Server ausfallen und machen den erst 2025 wieder. Ja, ob das so wahrscheinlich ist, I don't know. Aber ich sag mal so, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Kein Mensch weiß, ob wieder FEC kommt oder nicht. Und rein an den Zahlen, wir haben uns die Geschäftsberichte letztes Jahr auch in dem FEC-Zeitraum angeguckt, waren jetzt auch nicht so ultra überzeugend. Also es war jetzt nicht so, dass der FEC-Server die Einnahmen nach oben katapultiert hat. Ganz im Gegenteil, die Einnahmen sind weiter stetig gesunken. Das heißt, der FEC-Server hat lediglich wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die Einnahmen nicht stärker gesunken sind, als sie sind. Sie sind mehr oder weniger ein bisschen, glaube ich, kurzzeitig ein bisschen gleich geblieben und danach wieder ein bisschen weiter abgesunken. Das heißt, das, was viele Leute gesagt haben, FEC-Server bringt Gala einen Haufen Kohle ein, jein, stimmt natürlich schon. Also ich meine, natürlich wurde da extrem viel gecached, aber man muss ja auch bedenken, okay, die Leute hätten ja aber wahrscheinlich auch auf den normalen Servern gecached, haben jetzt sicherlich auf dem FEC-Server ein kleines bisschen mehr Geld ausgegeben, aber du bekommst auf dem FEC-Server auch mehr für dein Geld, beziehungsweise ist es einfach so, dass es dort halt andere Items im Premium-Shop gab, die halt viel mehr Impact hatten, wie zum Beispiel diese Flasks, diese 30-Tage-Flasks, wo du einfach 100% mehr XP, 100% mehr Drop, übelst viele Bonis hattest und so. Ich meine, dann bist du auch nicht mehr so gewillt für normale Power-Ups oder generell zu cashen, wenn du mit einem Item schon so unfassbar viele Benefits hast sozusagen. Also, was ich im Endeffekt einfach nur sagen will, ob der FEC-Server jetzt die Finanzen von Gala so krass verbessert hat, ist mehr als fraglich. Die Geschäftsberichte haben nicht wirklich darauf schließen lassen, dass der FEC-Server Gala jetzt unfassbar reich gemacht hat in dem Zeitraum. Eigentlich, wie gesagt, genau das Gegenteil.
Es hat eigentlich fast gar nichts gemacht. Und von dem her muss man da auch wieder vorsichtig sein, ob das sich für Gala überhaupt so sehr rentiert, sich den Stress anzutun und das nochmal zu starten in der gleichen Variante. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie den FEC-Server natürlich abändern. Keine Frage. Aber in meinen Szenarien gehe ich by the way davon aus, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe, dass sie es einfach genauso machen wie letztes Jahr. Das heißt, der gleiche FEC-Server wiederkommt. Mit den gleichen Konditionen. Aber ja, das ist Szenario 3. Wie gesagt, Update jetzt irgendwann die nächsten 2-3 Monate. Aber dafür gar kein FEC-Server. Ah ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, also würde ich sagen, liegt so bei 10%. Ich halte es tatsächlich nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es passieren könnte. So, und dann haben wir noch Szenario 4. By the way, mit den Prozentschätzungen will ich jetzt by the way nicht auf 100% kommen. Es ist einfach nur, wie gesagt, eine Wahrscheinlichkeit für jedes Szenario, die ich mir jetzt einfach mal so grob überlegt habe. Und Szenario 4. Was ist Szenario 4? FEC kommt, das ist im Endeffekt das Gegenstück zu Szenario 1. FEC kommt am 18.05. Und das Update kommt aber nicht wie in Szenario 1 nach dem Ende des FEC-Servers, sondern es kommt tatsächlich während dem FEC-Server und so, sie probieren mit 2 Hype-Punkten quasi FEC und dann kurze Zeit später, sagen wir vielleicht maximal 1 Monat später, kommt Update. Oder, naja, sagen wir auch 2 Monate später, probieren sie mit dem Update im FEC-Hype quasi noch einen doppelten Hype auszulösen und damit halt auch Hype auf den normalen Servern zu kreieren und zeitgleich den FEC-Server vor einem Abstieg des Interesses der Spieler zu bewahren. Also man hat ja damals gemerkt, beim letzten FEC-Server, es gab einen Punkt, wo tatsächlich einige Leute halt einfach fertig waren, in Anführungszeichen. Sie hatten sich den FEC-Schmuck erspielt und auf ein ganz gutes Niveau geupgradet. Sie hatten sich goldene Sets erspielt, unter 10 A-Karten reingeballert und 7% Karten und so weiter und waren dann in Anführungszeichen fertig. Und um das zu verhindern, dass es halt nicht passiert, beziehungsweise um dafür zu sorgen, dass halt die Spieler dann quasi sagen, naja, nee, jetzt kam ein neues Update, also ich bin jetzt zwar mit meinem Charakter fertig equipped und so, aber es ist ein neues Update, jetzt lass das mal grinden. Dann haben sie halt den Vorteil, dass der FEC-Server auf jeden Fall nicht ausstirbt und zeitgleich aber die alten Server natürlich auch noch mitnimmt, weil die alten Server, wie gesagt, während FEC, die haben ja nichts, die langweilen sich ja weiterhin zu Tode. Und dass du dann jetzt sagst, okay, Leute, wir haben euch auch nicht vergessen, keine Sorge, hier ist das Update, enjoy. Und dann hättest du quasi alle mit in einem Sack. Beide Hype-Punkte zwar, wie gesagt, unter Umständen sehr nah beieinander, was auch wieder gefährlich sein kann, weil dann die Phase danach wieder sehr trocken sein könnte. Aber du könntest damit halt wirklich sehr kurzfristig extrem viele Spieler sehr glücklich machen und halt auch wieder sehr viele neue Leute durch den Hype, wie gesagt, auf das Game aufmerksam machen oder halt auf jeden Fall viele Leute zum Zurückkommen bewegen. Und man wird halt auch so ein bisschen diese Sommerbrücke oder diese Sommerphase, wo Gamer tatsächlich dann doch auch mal das Haus verlassen, eben so ein bisschen abfederst. Aber auch dieses Szenario halte ich tatsächlich nicht für ultra wahrscheinlich. Ich würde sagen maximal 20%, dass das eintritt. Und damit ist klar, mein persönlicher Sieger meiner eigenen Fantasien. Das ist echt traurig, wenn man das so formuliert. Aber ja, der persönliche Favorit von mir ist definitiv Szenario 2. Nochmal zur Wiederholung. Update jetzt demnächst bis Anfang Juli und FEC-Server dann dafür im Herbst. Im Endeffekt einfach geswitcht. Also das, was sie letztes Jahr gemacht haben, mehr oder weniger einfach geswitcht. Der FEC-Server würde dann quasi nicht zum Jubiläum bekommen, sondern einfach später. Und stattdessen würde mehr oder weniger zum Jubiläum kommen das Update. Halte ich halt für persönlich die klügere, also aus Spielersicht muss man natürlich sagen, halte ich das für den klügeren Einfall. Weil damit hättest du erstmal die normalen Spieler auf jeden Fall zufriedengestellt und dann interessiert die normalen Leute FEC auch nicht mehr so sehr. Weil das Problem ist, wenn du, wie gesagt, jetzt erst FEC startest und dann frühestens ein paar Monate später erst das Update kommst, in der Zeit fühlen sich die normalen Spieler, die auf FEC keine Lust oder keine Zeit, keine Lust, keinen Spaß, whatever dran haben, die fühlen sich halt in der Zeit einfach verarscht und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, du machst die eine Seite der Spielerschaft sehr glücklich und die anderen kommen sich, wie gesagt, komplett verarscht vor. Und das kann immer sehr stark nach hinten losgehen. Das heißt, man sollte sich erstmal darum kümmern, dass die normalen Spieler zufrieden sind. Und dann kann man sich um die Leute kümmern, die ja momentan tatsächlich gar keinen Flive spielen. Natürlich will man diese Leute wieder erreichen, natürlich will man diese Leute zurückholen, aber auf Kosten deiner bestehenden Spieler, das kann halt nach hinten losgehen. Deswegen würde ich das Scala halt persönlich nicht empfehlen. Wie gesagt, es ist halt einfach diese Spielerperspektive, die ich da habe, logischerweise. Und ja, aber das waren so meine Szenarien. Wie gesagt, man könnte da jetzt noch sehr viel mehr ins Detail gehen und noch sehr viele weitere Szenarien auf jeden Fall ausbauen. Aber ich denke, das sind so die für mich auf jeden Fall wahrscheinlichsten.
konkretesten, die ich mir vorstellen kann. Und ich habe euch ja auch gesagt, welches ich auf jeden Fall eher für wahrscheinlich halte und welches eher nicht. Und wie immer, lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr eigene Theorien habt, welche Theorien. Und wie gesagt, auf jeden Fall, ob ihr auch momentan Lust auf was Neues hättet. Also ob euch momentan der Alltag in Flive eher so ein bisschen auf den Sack geht. Oder ob ihr sagt, nö, ist alles noch gut, ich bin noch voll gehypt. Farme weiter nur Horizon-Content. Alles gut. Und ansonsten sage ich nur, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.